Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch ein Rezept für einen schnellen und saftigen Apfelblechkuchen. Als erstes schäle ich die Äpfel und teile sie mit einem Apfelschneider in Scheiben. Für einen Blechapfelkuchen braucht ihr je nach Größe ungefähr 7 bis 8 Äpfel. Am liebsten nehme ich dafür säuerliche Äpfel, wie zum Beispiel hier die Sorte Elster. Damit die Apfelscheiben nicht dunkel werden, beträufle ich sie mit dem Saft einer halben Zitrone und mische sie gründlich durch, damit sie von allen Seiten mit dem Zitronensaft benetzt werden. Als nächstes heize ich den Backofen schon mal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Für den Rührteig gebe ich 250 Gramm zimmerwarme Butter in eine Rührschüssel und füge 250 Gramm Zucker, einen Teelöffel von meiner selbstgemachten Vanillepaste, etwas Zimt und den Abrieb von einer Zitrone hinzu. Die Zutaten verrühre ich zunächst etwa 1 Minute auf niedriger Stufe und schlage sie dann anschließend 2 bis 3 Minuten bei hoher Geschwindigkeit schaumig auf. Dann reinige ich den Rand der Schüssel, gebe 5 zimmerwarme Eier und 4 Esslöffel lauwarme Milch hinzu und verrühre die Zutaten noch einmal etwa 1 Minute bei niedriger und anschließend 4 bis 5 Minuten bei hoher Geschwindigkeit. Währenddessen mische ich 350 Gramm Mehl mit 2 Teelöffel Backpulver. Nun gebe ich die Mehlmischung in die Rührschüssel und rühre den Teig auf niedriger Stufe nur so lange, bis das Mehl vollständig untergehoben ist. Den fertigen Rührteig gebe ich dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und streiche die Oberfläche glatt. Jetzt lege ich die vorbereiteten Apfelscheiben auf den Teig und backe den Kuchen im auf 200 Grad vorgeheizten Backofen ungefähr 30 bis 35 Minuten. Damit er nicht trocken wird, sollte er nicht zu lange im Ofen bleiben. Sobald der Kuchen gebacken ist, das heißt, wenn das in die Mitte des Kuchens eingesteckte Stäbchen sauber herauskommt, nehme ich den Kuchen aus dem Ofen und lasse ihn im Backblech abkühlen.
Nachdem der Kuchen abgekühlt ist, bestreue ich ihn mit etwas Puderzucker und dann kann er auch schon serviert werden. Der Kuchen ist wirklich wunderbar weich und so richtig schön saftig. Wenn ihr Apfelkuchen auch so gerne mögt wie ich, dann wird euch dieser Kuchen bestimmt gefallen. Wer möchte, kann seine Fotos gerne mit mir auf Instagram mit dem Hashtag Selmas Recipes teilen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!